So, guten Morgen, guten Tag. Mein Name ist Viktor Neiwert, es ist der 22.02.21, es ist 20 nach 3 und heute startet die neue Folge. Und zwar wollte ich mal kurz hier was sagen. Und zwar, der Titel der Folge heißt Live Daytrading Stream. Und herzlich willkommen zu meinem Live Daytrading Stream. Ich mache Daytrading zu meinem Business. Ja, es ist Folge 61. Man kann auch so sagen, das ist die letzte Woche in diesem Monat und da wird sich entscheiden, ob ich jetzt für den nächsten Monat meine Positionsgröße verdopple oder nicht, wie ich schon mehrmals in diesem Monat es mir vorgenommen habe oder beziehungsweise in diesem Projekt so schnell wie möglich mein Trading-Kontrakt bzw. meine Positionsgröße entsprechend meinen Fähigkeiten so schnell wie möglich zu verdoppeln. Ja. Das hat bis jetzt leider noch nicht ganz so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ich bin mir ziemlich sicher, früher oder später wird es funktionieren und dann wird mein Projekt, ich mache Daytrading zu meinem Business, ja, auch funktionieren. Was ich damit verbinde oder was bedeutet das, Trading zu meinem Business zu machen? Das habe ich schon mehrmals in meinen alten Videos auch erklärt, in meinen alten Streams. Ja, das Ziel ist es, also das Schwierigste bei einem Business ist immer der Anfang. Und ich finde oder ich definiere für den Börsenanfang oder zu Beginn sollte man mindestens 200 € pro Tag verdienen, damit sich das wie ein kleines Erfolg anfühlt, damit man so einen ersten Startkapital hat, damit es überhaupt seine Kosten decken kann und natürlich davon leicht möglicherweise, wenn man sparsam ist, sogar davon leben zu können. Ja, weil man darf ja an der Börse nicht vergessen, das Geld, was man verdient, braucht man auch natürlich weiter zum Traden, um die Drawdown zu überleben. Und natürlich, ja, als Trader generell, für sich selber. So, dann kurz, das war kurze Rede, lange Sinn. Oder andersrum, ne? Aber bei mir war die Rede eher kurz, aber der Sinn ist riesig. Nee, ich mach Spaß. Ne? Also wie gesagt, der Titel des heutigen Streams lautet Live Daytrading Stream. Ne? Möglicherweise sogar auf Deutsch. Ist sogar auf Deutsch. Und ich mache Daytrading zu meinem Business. So, fangen wir mal an mit der Pre-Markt-Analyse des heutigen Tages. Wie immer gehe ich davon immer aus, erstmal von dem größeren Chart, den wir hier sehr gut sehen können. Das ist der rechte, ja, der linke Chart ist der 144er Tick-Chart, das könnt ihr hier sehen. Und der rechte Chart ist 720. Und als erstes, was wir immer brauchen, vor allem anderen, ja, ist das Allerwichtigste beim Daytrading, oder beziehungsweise wenn man mit dem Trading anfängt, bevor man eine richtige Position anfängt, das Allerwichtigste ist natürlich, wie sagt man das am besten, ja, so eine Pre-Market-Analyse, ja, und damit verbinde ich, was für Trend habe ich und wo geht der Markt hin. Dafür markiere ich erstmal, wie gesagt, zwei der letzten markantesten Punkte, einmal den Hoch, einmal den Tief. Und in dieser Bewegung befinden wir uns gerade, wir haben in dieser Bewegung, ja, also es geht, kurz gesagt, so, und natürlich nur Anstieg nach oben. Das ist keine optimale Situation zu traden, das heißt, um hier Geld zu verdienen, ist natürlich allernotwendigste das Geld, beziehungsweise wenn der Markt durch den Trend durchbricht. Und das kann je nach Marktsituation mal kürzer, mal länger dauern, aber wenn der Durchbruch hier passiert, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass es möglich ist, dass der Markt genug Bewegung für uns bietet, beziehungsweise für mich bietet, so dass ich mein Ziel von 200 $ oder am Tag verdienen kann. Wie ich schon besprochen habe, als erstes, alle, die sich fürs Daytrading interessieren, für den Livestream, ja, oder beziehungsweise wie man das Daytrading zum Beruf machen kann oder sein Trading generell verbessern, ja, dafür werde ich demnächst auch eine Videoserie machen, wie zum Beispiel, ja, wie fängt man an? Das ist ja die Frage aller Fragen. Das vergisst man auch eigentlich, wenn man so ein bisschen länger schon mit dem Trading tradet. Weil im Nachhinein hat man ja sich immer gefragt, oder bevor man mit dem Trading Geld verdient, ja, hat man sich ja immer davor gefragt,
wie fange ich an? Und das ist eine der wichtigsten Fragen meiner Meinung nach und um die werde ich mich in der nahen Zukunft kümmern. Hallo Victor, hallo Paul, freut mich, dass du da bist. Oh, sehr gut, sehr gut. Das ist ein sehr schöner Start, wie ich finde. Man kommt rein in den Chat, man grüßt und direkt einen Daumen hoch. Optimal. Ja, optimal. Danke nochmal. Ja. So wie ich schon gerade erzählt habe, wir sehen gleich auf dem größeren Markt, wir haben gerade keinen Trend. Ja, das heißt, was sehr gut dabei ist, ist eigentlich davor oder beziehungsweise am Freitag hat man gesehen, dass der größere Markt oder der kleine Markt ist dem großen Markt gefolgt. Das heißt, es gab keine Bewegung, Korrektur und eine anschließende Bewegung, sondern die Richtung hat ganz klar immer der große Markt angegeben. Heute aktuell sieht es ein bisschen anders aus, und zwar die Bewegungen sind nicht groß und in dieser Bewegung, wie gesagt, kann ich nachvollziehen und sogar Bewegung, Korrekturbewegung, ja, das heißt Zickzack ist ersichtlich, so dass es eigentlich möglich ist, natürlich damit zu traden. Wir haben jetzt kurz vor halb, das heißt, gleich geht's los. Ich hoffe, ihr habt was zu trinken mit. Interessantes Thema. Ja, dazu auch noch, Freitag war ja, muss ich sagen, ich zeige euch mal kurz nochmal mein Trading-Tagebuch, damit wir wissen, von wo wir anfangen, wie es aussieht. Ich muss mein Handy ausmachen. Okay. So, und hier ist natürlich, kann man sehr gut sehen, ja. Das ist Freitag, die 3 Minus-Trades sind passiert. Das war der einzige Tag letzte Woche, der Minus geendet ist. Nein, die beiden waren im Plus. Das war Plus-Minus-Null-Tag und neue Woche, neues Glück. Ja, so sieht es aktuell aus. Und ich hoffe natürlich, dass ich diesen Monat dann ja, profitabel beende. Das sind nochmal die Monatsstats. Wie gesagt, auch wenn ich, wie zum Beispiel, wie gesagt, am Anfang des Monats direkt einen Drawdown hatte, finde ich, sieht es sehr gut mittlerweile aus. Ja, nicht nur, dass ich den Drawdown ausgeglichen habe, mein Konto ist auch schon höher als das vorherige Hoch, wo ich das gestartet habe. Das heißt, wir haben den Drawdown überwunden, wir haben ein neues Hoch erreicht und natürlich will ich, dass wir Allzeithochs auch erreichen. Sollte ich nicht die Positionsgröße erhöhen können, laut meinen Regeln, ja, so bleibe ich weiter auf einem Kontrakt. Und dann ist es vielleicht sogar entspannt und angenehmer zu traden. Das werden wir jetzt demnächst alle sehen. So, der Markt ist geöffnet. Ja, und wir sehen es gleich, ne? Wie gesagt, falls ihr Fragen habt, falls etwas unklar ist, könnt ihr mich jederzeit im Live-Chat oder in den Kommentaren natürlich ebenfalls fragen, anschreiben. Ja, die Hochs werden tiefer und die Tiefs werden höher, ne? Das ist das, was wir aktuell haben. Optimal ist natürlich immer andersrum, dass beides in dieselbe Richtung zeigt. Darauf warte ich jetzt. Je nachdem, was sich durchsetzt, oben oder unten, spricht für mich erstmal keine Rolle, ja, oder spielt für mich keine Rolle, sondern Hauptsache, er geht in eine Richtung. Die Musik, ich hoffe, ist okay. Ja, als Hintergrundmusik.
ich muss sagen, ja, mein Arbeitszimmer befindet sich auf der Südseite des Hauses. Und ja, also wir haben jetzt aktuell sehr starken Sonnenschein und ich finde, es ist schon leicht warm. Ja. Ja. Okay, so wie es aussieht, setze ich da mal gerade, denke ich mal, nach oben durch. Ja, der Ausbruch ist nach oben. Aber ich nehme das hier mal kurz weg, weil für mich ist es sicherer, wenn er diesen Punkt durchbricht. Dann fühle ich mich trotzdem besser und noch besser wäre natürlich dieser Punkt, weil das ist nur so der kleine Trend im kleinen Trend. Aber selbst da möchte ich eine Trendveränderung sehen. Die Musik noch etwas leiser. So, ist jetzt ein bisschen leiser, aber ansonsten, ich denke mal, mein Mikro muss laut genug sein, dass du mich auch einfach das Video leiser machen kannst. Ja. Weil die Sache ist, ich kann die Musik, ja, ich habe die Kopfhörer an und ich weiß nicht, wieso es bei dir so laut ist, weil ich höre sie kaum. Eine andere Frage, guckst du gerade das Video am Fernseher, am Monitor, mit Kopfhörern, ohne Kopfhörer? Ja, ist okay. Dann passt's ja. Ja, ist gut. Aber trotzdem würde ich mal gerne wissen, wie schaust du gerade den Stream? Auf dem Computer, Laptop, so wo die Boxen an sind oder durch die Kopfhörer? Mit Kopfhörer? Okay, dann. So. Endlich, ja. Hier ist er, beziehungsweise das ist der Ausbruch hier. Selbe Höhe. Und Durchbruch ist passiert. Optimal. Das heißt, wir befinden jetzt erstmal mittelfristig bis kurzfristig in einem Aufwärtstrend. Und jeder, der mir schon länger zugeschaut hat, weiß, was das bedeutet. Das bedeutet, das ist die Bewegung. Wir warten auf die Korrektur. Und dann die anschließende Bewegung nochmals traden. Eben noch war deine Stimme genauso laut wie die Musik. Ach Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass genau ausgerechnet das so eine große oder so kompliziert ist. Ja. So, jetzt haben wir auch langfristig einen Aufwärtstrend. Hat sich bestätigt. Okay, na, das heißt, wie gesagt, jetzt geht's um den Trend, um das Trading. Ja, das ist jetzt jetzt ist der Markt kurz nach oben ausgebrochen, haben wir gesagt. Ist immer schwierig und unvorhersehbar sowas, weil wenn die Korrektur quasi viel zu kurz kommt und der Markt in einem Rutsch durchrutscht,
Ich riskiere mal. Obwohl ich eigentlich kein gutes Gefühl bei sowas habe. Aber auf den ersten Blick sieht es nach viel Druck aus. Ja, aber andererseits... Okay, das war es gerade nach so viel Druck aussah. Ist beim Einstieg zu meinem Bedauern verschwunden. Ja, da ist auf jeden Fall nicht mehr der Druck so da. Ja, aber ich hoffe mal trotzdem. Okay, der will einfach nicht. So. Die Sache ist, wie lange geht das gut? Na, dass er nicht wirklich in einem Rutsch, sondern hoch, runter, hoch, runter. Und das ist das, was ich meinte vielleicht mit dem Momentum, weil dass er wirklich korrigiert oder dass er tiefer fallen will, möchte er erstmal auf den ersten Blick nicht. Aber andererseits, das, was er gerade macht, ist... Ja. Ja. Na, wie gesagt, jetzt ist nicht gut sowas. Also ich mag es nicht, wenn er so mehr seitlich rudert als ja, für einen Aufwärtstrend, wie sich das gebührt, dass er steigt nach oben, natürlich. Ja. Okay, ja. Ein Punkt schon mal plus. 1, 2, 1, 3. Okay. Jetzt natürlich wurde der Stopplos dick nachgezogen. Jetzt wird es natürlich, wenn er nochmal so in die Tiefe kommt, werde ich natürlich ausgestoppt, aber mir wäre es trotzdem lieber, dass bevor er mich ausstoppt, dass ich Geld mitnehme. So. Was ist zum Beispiel, ne, für alle, die sich eben mit dem Daytrading beschäftigen und die über das Daytrading oder Trading als Business überhaupt mal nachdenken, was ist eurer Meinung die wichtigste Hürde, die man überwinden muss? Oder was ist das, was man am meisten braucht? Was ist so, was wäre der erste Schritt, um das tatsächlich so zu schaffen, wie man sich es vorstellt? Um damit anzufangen, was muss man wissen? Welche Kenntnisse braucht man? Welche Tools, Fähigkeiten, ja? Möglicherweise ein Broker sogar. Ja, weil beim Daytrading darf man nicht unterschätzen, es sind sehr viele Trades. Ja, es sind sehr viele Trades, besonders wenn man es noch am Jahr hochrechnet, sind es sehr viele Trades, weil wenn man so überlegt, ja, ich habe jetzt durchschnittlich, ich glaube, innerhalb von 2 Monaten über 130
Ja, ich kann mal kurz zeigen. Stehen hier irgendwo. 139 Trades. Ja, 139 Trades in knapp 2 Monaten. Ja, wisst ihr, was das bedeutet, wenn man wirklich einen teuren Broker hat? Dann ist das schon der erste Beginn, das ist der erste Nullpunkt, wo man quasi eigentlich nicht profitabel sein kann. Okay, ich sehe gerade, der Superdome ist nicht aktiviert. Das ist immer so, ich weiß nicht, warum man den Chart nicht erkennt, warum ich immer wieder neu machen muss. Bei OBS Number meiner Streaming-Software muss ich einfach nur auswählen. Ja, da sind wir. Es hat wieder perfekt geklappt mit der ersten Trade. Direkt unser Gewinn. Aber das, wie gesagt, das Allerwichtigste im Trading. Na, war riskant, muss ich sagen. Tatsächlich, es war riskant. Aber für mich sah es einfach so aus, weil das hat man schon hier gesehen. Er hat keine Kraft für eine tiefere Korrektur gehabt oder das Momentum stimmt einfach nicht. Ja, selbst wo die BBs quasi fallend waren und noch sogar steil, gab es einen Ausbruch und hoch, runter, aber immer eigentlich, immer in dieselbe Richtung. Also man hatte nicht das Gefühl, dass es immer tiefer fällt, sondern dass es immer höher. Und somit heißt es eigentlich nur, dass der Trend tatsächlich stärker ist als... Ja, einfach nur, wir haben einen stärkeren Trend. So. Das ist das zum Beispiel, das ist das, was ich immer wieder sage und das jeder, der mal Stream sehen wird oder der häufiger schon gesehen hat. Wenn man weiß, wenn man diese Pre-Market, ja, in meiner Strategie, das ist so, man braucht vielleicht 5 Minuten, wenn man sich in Ruhe hinsetzt, erstmal die Charts anguckt, um das kleinste Wesen direkt mal zu erkennen, ja, es reichen tatsächlich 5 Minuten, um sich hinzusetzen, zu erkennen, okay, was sind die höchsten Punkte erstmal und wo geht der Markt hin, welchen Punkten folgt er, hoch oder runter? Ja. Und um dann anschließend quasi in die Trendrichtung zu traden. Ich denke, für die meisten ist das Kapital das Problem. Dann sage ich mal so, wenn es für die meisten das Kapital das Problem sein sollte, ja, oder ist, dann denke ich mal, sollte man sich vielleicht über eine andere Form als Trading informieren. Weil wenn man kein Kapital hat, ja, um damit zu arbeiten, und ich sage mal bewusst im Daytrading-Bereich, weil als Daytrader oder generell als Trader, ja, besteht deine einzigste Tätigkeit darin, das Geld hin und her zu schieben. Das heißt, du musst ständig riskieren, ja, du musst ständig auf der Suche nach dem Geld. Guck mal, wenn es einmal klappt, hast du $200 verdient. Wenn es nicht klappt, und das ist die kleinste Position, die du haben kannst, im Futures Trading jetzt, ne, sind $100 minus. Ja. Und ein Startkapital, das hatte ich ja schon angesprochen gehabt, 5000. Und ich nehme mal 5000. Jetzt jeder, der arbeitet, wie lange dauert das, um sich 5000 anzusparen? Weil das ist ja, was ich immer wieder sage, es gibt einen Unterschied, Hobby-Trader und die Trader, die aus dem Trading-Business machen wollen. Das ist tatsächlich ein Geschäft, die sich dafür verpflichten, es ernst zu meinen, ja, ernst zu nehmen und natürlich auch bestimmte Sachen müssen dann geklärt und gemacht werden. Und die Hobby-Trader sind immer sowas, die eine Ausrede haben, wie zum Beispiel, die haben kein Geld, ja. Jeder hat kein Geld. Wenn du jemanden fragst, der Arzt, der vielleicht 10.000 im Monat verdient, wenn du nach Geld fragst, wird er dir sagen, ich habe kein Geld. Ja, wenn du irgendeinen anderen Taxifahrer fragst, der vielleicht 1.500 verdient im Monat nach Geld, wird er dir dasselbe antworten, ich habe kein Geld. Ja, das ist eine Wahrnehmungssache und je mehr Geld du hast, desto mehr Geld wirst du ausgeben. Und das ist das, was ich für mich persönlich meine, wenn man das Trading als Business machen möchte. Jedes Unternehmen hat ein Startkapital. Ja, und das ist ganz wichtig, tatsächlich. Auch wenn du sagst, für dich wäre jetzt zum Beispiel das Geld sehr schwierig, dann denk mal weiter, okay, du fängst an zu traden. Wie willst du dann mental frei sein, einen Trade einzugehen oder zu riskieren? Was machst du, wenn du 3-mal in Folge verloren hast oder wenn du das erste Mal einen Drawdown hast? Das hältst du doch gar nicht psychisch aus. Na, weil ich weiß das.
aus meiner persönlichen Sicht, und zwar, wo ich 2011 studiert habe. Beziehungsweise in meinem Studium, ja, habe ich vom Trading gelebt. Das, was ich verdient habe, habe ich mir direkt auszahlen lassen und eigentlich als Student ein gutes Leben geführt. Die Sache war aber, wenn man 1-2 Monate kein Geld verdient hat und das vorherige Geld, was man sich ausgezahlt hat, für Partys, für einen Urlaub, für was auch immer, Klamotten, ne, Geld ausgegeben hat, und plötzlich hat man so eine Durchstrecke von 1-2 Monaten, aber du musst die Miete bezahlen, du musst die Studiengebühren bezahlen, natürlich musst du auch noch essen. Ja, dann hat sich fast jedes Mal ein Rädchen im Kopf in Gang gesetzt, was so gut wie immer zu einem übertriebenen Risikobereitschaft geführt hat, und dieses übertriebene Risikobereitschaft immer zu einem totalen Verlust geführt hat. Ja, es kann über eine Zeit lang gut gehen, aber schlussendlich wird es zum totalen Verlust führen. Deswegen sage ich auch Trading als Business. Warum ich das genau so wie ich zeige, wie ich es mache. Ja? Vielleicht verstehen das viele nicht so, wie ich es rüberbringen möchte. Und zwar ist es für mich wichtig, dass wenn man mit dem Daytrading anfängt, nicht denkt oder direkt, wenn man Daytrading als Business macht, dass man den ganzen Tag vom Rechner sitzen muss. Das ist absolut nicht der Fall. Das heißt, du hast jederzeit genug Zeit, ja, arbeiten zu gehen. Du kannst morgens arbeiten, über den ganzen Tag arbeiten, du kannst eine Spätschicht machen. Es ist eigentlich egal, wann du arbeitest. Du hast immer 3 Möglichkeiten zu traden am Tag. Es ist morgens von 8 bis 10:30 Uhr, es ist nachmittags von 15 Uhr oder sogar, wenn du willst, kannst du von 14:30 Uhr anfangen bis 17 Uhr. Ja, und dann ab von 19:30 Uhr bis 22 Uhr. Kannst du jederzeit, eigentlich jeden Tag traden, und da ist immer genug Möglichkeiten, ja, vorhanden, um das als Business zu betreiben. So, wenn man sagt, okay, ich habe kein Geld, das heißt, ich muss noch nebenbei arbeiten. Das ist Fakt. Weil ohne diese Unterstützung, ohne dass du deine Lebenshaltungskosten gedeckt hast, ja, wird das Trading niemals klappen. Weil wenn du das immer abhängig bist oder angewiesen bist auf das Tradinggeld, dann sage ich dir schon jetzt, fang gar nicht lieber an. Ja, du wirst Eltern, schneller als du sehen kannst. Der Stress ist... Ich hab's gemacht. Ich weiß, wovon ich rede. Ja. Und wie gesagt, man kommt nicht voran, sondern man wird einfach nur im Stress, mit dem Stress überflutet. Ich weiß, aber der Gedanke ist ja meistens bei den Anfängern, ich war ja auch so, die ersten 10 Jahre meines Tradings-Daseins war der einzige Gedanke, der alles geprägt hat, war schnell Geld verdienen. Und hat man es gar nicht mehr mitgekriegt, dass es schon 10 Jahre vorbei sind, nachdem ich so schnell Geld verdienen wollte und immer noch kein Geld hatte. Also so schnell es kam, so schnell es ging. Und jetzt, wenn man diesen Gedanken loslässt und sagt, scheiß auf diesen schnell Geld werden, weil das bedeutet, das einzige Schnelle, was an der Börse es gibt, dass das schnell sehr schnell weg ist. Das ist das einzige, wo es wirklich das Wort schnell eine Bedeutung hat. Ja, aber wenn man es überlegt, scheiß drauf auf schnell, sondern ich will lieber systematisch. Ich will es nicht dem Zufall überlassen, so viel Gewinn oder meinem Gefühl, heute mache ich mal so, heute mache ich anders, sondern ich will, oder generell, aus meiner Sicht, der größtmögliche Nutzen, wo es absolut profitabel wurde, ja, mit meiner Strategie ist, das allererste, was ich gemacht habe, ist Money Management. Das Risiko extrem zu begrenzen, ja, das Chancerisiko zu erhöhen, das heißt pro Trade den erwarteten oder den möglichen Gewinn zu erhöhen. Die Trefferquote anzupassen, ja, dass man in diesem Bereich über 50% liegt. Für die Psyche ist es sogar noch besser. Da würde ich sogar das habe ich zum Beispiel auch hier im Daytrading-Bereich gemacht, ja, den CRV von 3 auf 2,2 gesenkt, um eine Gelegenheit oder um eine Möglichkeit zu haben, dass ich häufiger richtig liege. Aber im Daytrading ist es so hart, sich daran zu gewöhnen, sich jeden Tag wirklich zu challengen, ja, dass ich da eigentlich schlechter abschneide als mit dem normalen. Aber ich weiß, es wird sich legen, weil am Anfang, wie gesagt,
Es ist das Streaming drumherum. Ich rede mit jemandem. Ich erzähle meine Gedanken. Wenn ich gewinne, kann ich nicht mehr in mich zusammenkehren, nach draußen gehen und chillen. Nein, sondern ich gewinne, ihr seht das, ich verliere, ich sehe das. Ja, und das, was ich tue, ich zeige es. Das heißt, in den ersten Monaten ist es ganz natürlich, dass meine Gedanken ein bisschen erstreut sind, dass ich manchmal die Setup auch vom anderen Strategie immer so im Wechselbereich sind. Aber je häufiger ich das mache, je schneller erkenne ich das, wenn es in die falsche Richtung läuft. Und ich kann auch mittlerweile auch problemlos fangen. Ja, das heißt, wenn der Drawdown kommt. Weil es gibt Regeln, es gibt einen Plan. Ja, wie gesagt, zuerst kommen die Regeln, dann plant man ja. Wenn ich einen Drawdown habe, Drawdown-Phase habe, was mache ich? Was mache ich, wenn ich Anfänger-Trading bin? Wie kann ich das trotzdem Trading lernen, ohne mein Geld zu verlieren, ohne mein Geld zu riskieren? Weil bei einem kann es einen Monat dauern, bei einem anderen kann es ein halbes Jahr dauern und bei wiederum noch einem anderen kann es Jahre dauern, bis er auf dem Demokonto profitabel wird, bis er so viel... ja, weil manche lernen es langsamer als die anderen. Absolut nicht, ne? Es ist kein Meister von Himmel gefallen. Aber ich meine ja nicht mal diesen Meister oder dieses Talent als Trader oder dieses, dass man richtig gut sein muss, dass man so toll sein muss oder dass man übertrieben klug sein muss. Absolutes Bullshit. Ja, weil ich habe so viele Fehler in diesem Bereich gemacht, ins jedes Fettnäpfchen getreten. Na, jedem möchte gern Guru geglaubt. Weil, wie gesagt, mein Mantra war damals wirklich schnell. Schnell Geld machen, schnell reich werden und so weiter. Aber rückwirkend ist es einfach nur so, ich höre auf mit dem Unsinn, ich höre auf diese Schnelle, weil das Geld ist nur schnell weg. Fang lieber an, dir Gedanken zu machen, wie du Erfolg, erstens als Trader, kontrollieren kannst. Das heißt, überprüfen kannst. Selbst, sage ich mal, du hast in einer Woche 10 Trades gemacht. 5 oder 3 haben geklappt, 4 waren plus minus 0 und 3 haben nicht geklappt. Ja, ich bin jetzt nicht sicher, ob es 10 war, aber so ungefähr. Woher weißt du dann, ob du es richtig gemacht hast oder nicht? Bewertest du deine Fähigkeiten, wenn du Gewinn gemacht hast und Verlust, oder ob du die Trades richtig ausgeführt hast oder nicht? Ja, und das ist ein ganz großer Unterschied, was die Anfänger eigentlich gar nicht machen, sondern sie fixieren sich fast ausschließlich auf Gewinn oder Verlust. Ja, ob eine Strategie gut ist oder nicht. Weil mit den ersten 3, 4, 5 Trades, 10, 20 Trades kann man das gar nicht sagen. Aber wenn du im ersten Monat erstmal so eine History gesammelt hast, wo du so wie ich erzählt habe, dass ich knapp pro Monat auf 60, 70, 80 Trades komme. Ja, und wenn ihr das einen Monat gemacht habt, da habt ihr eine History, da kann man tatsächlich sehen, okay, in welchem Bereich bewege ich mich. Ja, funktioniert es? Gewinn, verlustmäßig? Wie ist die Setups-Größe? Ist das das, was ich gelernt habe? Kann ich auch 1 zu 1 umsetzen? Verdiene ich Geld damit? Beziehungsweise funktioniert es? Und wenn es nicht funktioniert, woran liegt es? Zu später Einstieg? Überhaupt ein richtiger Einstieg? Die Marktrichtung erkannt, das heißt die Trendrichtung nach oben und nach unten. Habe ich gegen den Trend getradet? Mit dem Trend getradet? Ja. Weil wie gesagt, es geht einfach nur um die Planung, dass man das sieht. Nicht Gewinn und Verlust steht im Vordergrund. Weil das ist das Endergebnis. Ja, weil Gewinn oder Verlust wird dadurch entschieden, ob man die anderen Schritte korrekt umgesetzt hast. Ja, und das ist meiner Meinung nach das Allerwichtigere. Viel wichtiger. Und wie gesagt, wenn man sagt, man hat Zeit, kein Geld zum Traden. Na, sucht euch einen Job, arbeitet, spart. Weil die Zeit, die ihr jetzt angeblich nicht für eine Arbeit habt, oder weil man so denkt, oder früher habe ich ja immer so gedacht, oh nee, kein Bock, ein extra Job, das ist so mehrere Stunden am Tag sind länger weg. Da mache ich lieber gerade Trading lernen oder ich gucke lieber Videos oder lese Bücher über das Trading. Oder trade vielleicht sogar mit meinem ganz kleinen Konto, wo ich nur um Centbeträge geht. Ja, im Endeffekt sind Centbeträge, die man verdient hat, haben sich nicht als Gewinn angefühlt. Und wenn ich die Tausender verloren habe, musste ich wieder von vorne anfangen, ja. Wenn man überlegt, damals, als Student, ja, war das sehr viel Geld, was man eigentlich verloren hat. Aber hätte man so gespart und ohne das Geld oder erstmal gelernt, diese Zeit extra zu investieren, als später, wenn du dann aufhörst, diese Zeit extra zu investieren, musst du diese Zeit
in dein Training investieren und dann ist dann für deinen Kopf dieser Übergang gar nicht vorhanden. Aber wenn du nach der Arbeit direkt mit dem Training anfängst und mit dem richtigen Geld, weil du kommst von der Arbeit, ich garantiere dir, du wirst müde sein, du wirst erschöpft sein und die Börse ist das allerletzte, was du sehen willst. Du machst das vielleicht eine Woche, 2, aber dann wird die Batterie voll leer sein und du sagst dir, du wirst schneller das Geld verlieren, als du sehen kannst. Weil einfach nur um diese Befreiung zu haben, Alter, ich muss nicht mehr abends nach der Arbeit mich nochmal hinsetzen und den Kack hier machen. Ja, glaub mir, es ist... Ja, es sind so die Schwierigkeiten, es sind nicht... Man muss sich auch, wie gesagt, systematisch darauf vorbereiten. Das ist wie ein... Ja, wie jede andere Arbeit, wie ein Leistungssportler das machen würde, ist genau dasselbe. Na, es ist wie ein Muskel, den man aufbauen muss, den man trainieren muss. Übrigens, wir haben immer noch hier einen Aufwärtstrend. Nur mit dem Unterschied. Das ist eine sehr große Bewegung. Das ist eine sehr große Bewegung. Ich mach mal lieber hier. Ja, das nehme ich mal weg. Das war das. Letztes Hoch ist hier. Das tiefste Tief ist in diesem Bereich diese beiden. Und da ich ja gleich an sich, wenn man die Charts nur anguckt, ja, nur eine Möglichkeit habe, nur in eine Richtung zu traden, habe ich sehr viel Zeit, um mal nachzudenken. Ach, Paul. Ja, ich wünschte mir tatsächlich, ja, ich weiß nicht, ob du so denkst, aber damals, wo ich noch Schüler, Student war, das Wissen habe ich auch schon von anderen gehört. Aber es umzusetzen und es anzunehmen, vor allem es anzunehmen, ja, vielleicht habe ich einfach zu großes Ego gehabt damals, weil ich war tatsächlich, glaube mein größter Feind, oder ich habe mir stand ich mir selber im Weg. Tut's immer noch übrigens, ich glaube, das ist ja eine Persönlichkeitssache. Aber für dich, Paul, tatsächlich, wenn du noch Schüler bist und tatsächlich mit dem Training anfängst, du merkst ja, wenn du von der Schule zu deinen Hobbys machst, ich weiß nicht, spielst du im Verein Fußball oder generell machst du nach der Schule noch etwas, wo du extra Zeit aufwendest? Weil als Schüler kennt man das ja noch und deswegen sage ich ja, wo ich Schüler war oder beziehungsweise so zum Studienbereich, habe ich diesen Übergang von der Schule, Studium aufs Trading gar nicht mitgekriegt. Aber so 5 Jahre später, so wenn man schon in diesem Arbeitswelt ist und du gehst arbeiten, weil egal wie war, ich weiß nicht, ob man jünger war oder dass die Arbeit vielleicht tatsächlich so einen ein bisschen mehr runterzieht als die Schule, weil wenn man da echt nach Hause kommt, dann hat man keinen Bock erstmal. Also am Anfang, klar, ist man motiviert, aber nach 1, 2 Wochen etwa mal momentan nur Fitness und Arbeit. Ja, und jetzt überleg mal, trainierst du jeden Tag? Weil das, was ich sagen wollte, ist ja, auf dein Beispiel jetzt zurückzukommen. Du sagst ja momentan nur Fitness und Arbeit. Jetzt sagen wir mal, du arbeitest, du machst Fitness. Und überleg mal, du musst jetzt nochmal jeden Tag eine Stunde aufräumen. Ja, so ein Zimmer aufräumen, Staubsaugen, Gartenarbeit machen und das jeden Tag 1,5 Stunden. Wie geil wäre das? Wäre es, wo du sagen würdest, ja, yeah, ich mach's gerne, ja Mann, zack.
die 1,5 Stunden habe ich locker immer so, na, Zeit und Lust und zum Unternehmen oder eher so, oh Gott. Ja, oh Gott, 1,5 Stunden noch danach, ey. Ich muss arbeiten, ich muss bla 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 und schon im Kopf, wie ist da so die Energie? Fließt sie nach oben oder eher so, down? Weil das ist genauso, wenn du in der Börse tatsächlich, und ich mag es nicht, sag's dir nicht, wo ich es dir sage, so hobbymäßig, ja, wenn man es hobbymäßig macht, denke ich mal, hat man auch mehr Spaß dabei. Und wie gesagt, man verdient da kein Geld, sondern man verliert es, ja. Weil erstens, du tradest, wann du Bock hast, du analysierst, was du Bock hast, wann du Bock hast, worauf du Bock hast zu analysieren. Ja. Und dann tradest du auch dementsprechend nur Halbwahrheiten, Halbwissen. Und dann gewinnst du, du weißt nicht, warum du gewonnen hast. Und wenn du verlierst, weißt du nicht, warum du verlierst. Ja, und das ist einfach so mehr so ein Spiel, so und halt und so ein, wie so ein Kartenspiel um Geld. Aber wenn man, wie gesagt, das tatsächlich als Beruf machen möchte oder im Businessbereich reingeht, sogar als Geschäft, dann wird es ein bisschen... Ja, man muss Verantwortung übernehmen. Ne? Man kann es nicht einfach ausfallen lassen. Heute trade ich, heute nicht. Heute halte ich mich an die Regeln, morgen nicht. Ja, das heißt, wenn man die Entscheidung getroffen hat, dann tut man alles, dass es, wie gesagt, funktioniert, mit dem Startkapital, mit der Strategie, mit der Zeit, dass du auch immer wieder dafür Zeit hast, dass du sorgst dafür, dass du, wenn du tradest, na, zu dieser Zeit immer Zeit hast. Ja, natürlich. Aber wie gesagt, vergiss nicht, auch wenn du die Trading, sage ich mal jetzt, so sagst, als Investition in die Zukunft, ja. Ich kenne Menschen, und das sind zwar die meisten Trader, ja, die mit dem Trading-Beruf in Verbindung kommen. Ja, die meisten, die ich kenne, die haben Jahre ihres Lebens dahin investiert in die Börse und haben immer noch keinen einzigen Cent verdient. Ja, sondern viel Geld ausgegeben und viel Geld verloren. Weil sie wollen es einfach nicht lernen, weil sie glauben immer noch, es liegt an der Superstrategie, an der super duper schieß mich tot, was es da noch gibt. Aber es liegt meistens nicht an denen selber. Das können sie einfach nicht einsehen, dass die Börse nicht so wie schwarz und weiß, klar und deutlich ist. Sondern man muss geistig flexibel sein. Nicht nur dieses Muster auswendig zu lernen und dann 1:1 immer anwenden, sondern muss das Prinzip dahinter verstehen. Wie die Börse funktioniert. Und das fällt garantiert den meisten schwer. Und da du noch jung bist. 15 bis 17 habe ich mir jetzt freigeschaufelt. Ja. Aber eine andere Frage. Welchen Nutzen ziehst du aus meinem Stream? Guckst du dir die an oder hast du schon das Programm runtergeladen? NinjaTrader 8 ist übrigens das, was du hier siehst in meinem Chart. Hast du es dir schon runtergeladen? Hast mal versucht, das nachzumachen, was ich mache? Oder wie lernst du, oder welchen Nutzen möchtest du aus meinem Video ziehen? Oder wie ziehst du den Nutzen aus meinen Videos? Hey, dankeschön. Ich habe gerade einen Klick gehört. Jemand hat mein Video geliked. Danke dir vom Herzen. Lass dich erkennen, schreib deinen Namen oder schreib irgendwas im Chat. Dann bedanke ich mich bei dir persönlich. Kannst auch übrigens, ich weiß jetzt nicht, ob du nur passiv zugehört hast, auch deine Fragen stellen natürlich, ja. Weil mir geht es gar nicht, man darf mich auch nicht falsch verstehen, dass ich zum Beispiel jetzt erzähle, wie toll ich vielleicht, oder kommt es so rüber, wie toll ich bin und dass alle anderen es alles falsch machen, ja. Das möchte ich gar nicht sagen und so möchte ich auch gar nicht rüberkommen. Weil ich rede nur aus meiner Erfahrung und wie gesagt, ich habe über 10 Jahre lang gelitten. Weil ich wollte da auf den Sprung aufspringen, schnell reich werden. Und wie gesagt, für mich hat es nur bedeutet, das Geld war nur sehr schnell weg. Sehr schnell weg. Und von Reichtum ist nichts geblieben.
Aber es ist Zeit, es ist Energie, es ist Zeit mit der Familie flotten gegangen. Ja, Zeit mit Freunden, die man nicht mehr hat. Und das ist generell, man ist älter geworden und die Zeit kann man sich nicht nachholen. Und ich habe nur für die Börse gelebt in der Zeit. Anstatt, ja, ich habe mich so viele Stunden mit der Börse beschäftigt, dass ich so viel mein Gehirn zugemüllt habe, anstatt es mal einfach, ja, das Richtige zu tun. Und das Richtige ist zu tun, viel weniger Input. Das Wissen, was du angeblich weißt, worauf kommst, ne? Wie gesagt, was ist der Kern des Tradings? Das sagen schon Magier der Märkte, 1000-mal gesagt. Na, es ist einerseits Trend, Chance-Risiko-Verhältnis und das Money Management. Diese drei Sachen muss man sich darauf konzentrieren. Den Trend, Chance-Risiko-Verhältnis heißt, mein Einstieg muss so sein, beziehungsweise muss so planbar sein, dass ich immer mehr gewinne, immer mindestens doppelt so viel gewinne wie verliere. Ja, und mein Money Management, wie gesagt, dass ich nur einen kleinen Bruchteil von meinem Konto nehme und zum Traden kleinere Gewinne, kleinere Positionen und dafür aber langfristig überlebe, anstatt große Positionen, große Gewinne, große Verluste, dann bin ich sehr schnell erledigt und es hat sich erledigt. Der Börsentraum. Ich versuche Stichpunkte wie Trend erkennen und so weiter mir zu verinnerlichen. Wie machst du das? Wie versuchst du das? Einfach so im Kopf? Oder gehst du dann und machst Demo-Trading, hast eine Replay-Funktion? Ich weiß nicht, hast du jetzt NinjaTrader runtergeladen? Weil beim NinjaTrader 8 gibt es eine Funktion Replay. Ja? Das heißt, du kannst den heutigen Tag 1:1, und das ist kostenlos übrigens, ja, weil wie gesagt, du kriegst eine End-of-Day-Daten immer kostenlos, du hast die ganze Funktion und du hast eine Replay-Funktion. Darauf gehe ich immer wieder in meiner Trading-Ausbildung auch immer ein, dass bevor man mit dem echten Geld anfängt zu traden, entweder das live tradet auf dem Demokonto oder natürlich benutzt die Replay-Funktion. Da kannst du 1:1, Tick für Tick nachsimulieren oder nachspielen lassen, wie der Tag verlaufen ist, und da kannst du auch sehen, testen, optimieren. Weil nicht nur, wenn der Chart steht und du das Bild aktivierst, auch hier ist der Einstieg. Wenn stehende Bilder da sind, ist es immer einfach zu erkennen. Aber wenn er sich bewegt stetig, ja, dann ist es nicht mehr so einfach. Ja, ich wollte hier den Trend Change. Ja. Hier habe ich noch tatsächlich gedacht, für eine Short-Position, aber wie gesagt, ich wollte jetzt nicht, auch wenn das eine große Bewegung ist. Wahrscheinlich wird er erstmal gut korrigieren, aber ich wollte jetzt nicht trotzdem gegen Trend traden. Ja. Genauso hätte er so quasi seitlich laufen können und hier wieder korrigieren. Ja, ich habe den Trader und ich bin da im Demo-Punkt. Ach so, okay. Ja, das ist immer sehr gut, sich mit dem Programm auseinanderzusetzen, weil das ist meistens, wenn man von einem Beruf auf einen anderen Beruf wechselt oder wenn man vom Studium oder von der Schule in den Beruf wechselt. Ja, erstmal die Ausbildung ist ja zwar schön gut und das Studium das theoretische Teil, aber wenn du dann im Unternehmen drin bist, musst du ja trotzdem dieses wie ein Unternehmen arbeiten. Und das ist genauso diese Trading-Software darf man nicht unterschätzen, besonders zu Beginn. Ja, weil wenn ich weiß, wie viel Geld oder wie viel Lehrgeld ich dafür bezahlt habe, dass ich meistens immer noch einen Broker gewechselt habe, ein neues Konto, Programme, deren die Broker anbieten, quasi meistens ja immer benutzt. Aber im Nachhinein ist das eine sehr riesige Kostenfalle, die man eigentlich mit sich trägt. Und zwar, manchmal weiß man ja nicht, wie diese Stops gesetzt werden. Ja, das war zum Beispiel einer der Probleme. Das sind die Positionen. Im NinjaTrader ist es so, ich mache eine Position auf und wenn ich sie schließe, gehen alle Stops, sind automatisch weg. Mein Target, mein Stop-Loss, alles. Die ganze Position ist weg, was damit verbunden war. Bei einem anderen Broker muss man die Stops quasi einzeln setzen
Und da kann es sein, dass du aus dem Augen, aus dem Sinn, wurdest vielleicht nicht eingestoppt, du denkst, okay, ich wurde nicht eingestoppt und so Wochen später guckst du und dann plötzlich ist eine Position ein dicke Minus und du weißt gar nicht, was passiert ist. Ja, und das ist einfach so, du hast die Position rausgenommen, aber du hast die Stops, die du davor gesetzt hast, ja, vielleicht übersehen, dann wurde so eingestoppt und natürlich ja, aber früher war ich bei MetaTrader 5 und das erscheint mir momentan entweder leichter. Was ist NinjaTrader oder MetaTrader? Also ich finde, für Daytrader ist NinjaTrader optimal geeignet. Weil er die Funktion hat, einen Chart nicht nur in Zeiteinheiten anzeigen zu lassen, sondern in Ticks, ja. Schon das allein ist eigentlich ein übertriebener Mehrwert gegenüber allen anderen. Aber was ich dir sagen kann, ne, was ich dir tatsächlich, und du bist, solange du jetzt Schüler bist, und solange du deine Zeit nicht einfach nur sinnlos verschwendest mit meinen Streams gucken und vielleicht versuchen, den Trend rauszufinden, versuch mal, wie ich schon davor gesagt habe, was ist für dich ein realistischer? Du hast ja gesagt, du arbeitest gerade. Ja, mach dir mal einfach so einen Plan. Was ist für dich für einen Beruf, wo du gerade arbeitest? Was wäre dein Jahresgehalt? Ja, dann rechnest vom Jahresgehalt auf Monatsgehalt runter und dann auf ein Wochengehalt. Damit du ungefähr weißt, wie viel du in der Woche verdienen musst, um deine Arbeit, die du gerade hast, als Verdienst anzusehen, damit du überhaupt so das mit dem Trading in Verbindung setzen kannst. Und dann später, wenn du das geplant hast, ja, was du in der Woche ungefähr verdienen musst. Na, jetzt gucken wir, ich mach mal so. So, sag mal 40.000 durch 12. Das wäre jetzt der Monatsgehalt, ne? 3.333. Ja. Durch 4 sind 833 Euro. Das heißt, du musst in der Woche 833 Euro machen. Ja. Und wenn du nochmal durch 5 machst, dann müsstest du täglich durchschnittlich 166 $ verdienen. Die Sache ist aber, und das ist das, wo die meisten wiederum Schwierigkeiten kriegen, und das hatte ich auch, hier über diesen Tellerrand zu blicken, war für mich auch damals schwierig, und zwar 166 $ heißt, ich muss durchschnittlich verdienen. Was passiert, wenn ich einen Tag, 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage, sage ich mal, gewinne? Und was passiert, wenn ich plötzlich 2, 3 Mal, 4 Mal in Folge verloren habe? Ja, und dann, um das wieder auszugleichen, um das durchschnittlich zu verdienen, muss ich ja viel mehr Geld verdienen, um bei plus minus 0 zu sein. Und da setzt es wieder ein, dass man das Risiko extrem erhöht und dadurch wieder zum Totalverlust führt. Sondern das Geheimnis ist hier einfach das Zinseszinseffekt. Hier ist einfach Zinseszinseffekt, weil diese Durchschnittseinnahmen brauchst du nicht vom Tag 1, weil viele Menschen, ja, überschätzen sich, was sie in einer Woche, in einem Monat verdienen können. Aber sie unterschätzen es extrem, was in einem Jahr möglich ist, in 2 Jahren oder in 3 Jahren. Ja, weil das ist der ganze Grund, die ganze Ursache, warum die meisten Anfänger das ganze Geld an der Börse in kurzer Zeit verlieren, weil sie sich überschätzen in den ersten Monaten und unterschätzen den Zinseszinseffekt langfristig. Na. Wie gesagt, bau dir erstmal auf dein Gehalt auf einen Monat und dann auf eine Woche. Und fang ganz klein an. Wie gesagt, du musst es nicht heute erwischen, vielleicht sogar nicht in diesem Jahr. Na, nimm dir am besten 3 Jahre vor. Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit du hast, wie viel Geld du hast. Du hast ja gesagt, für die meisten wäre zum Beispiel ein Problem im Geld.
Das heißt, man muss sich ja erstmal auch das Geld auch beschaffen. Und es auch dafür haben. Ja, genau, was ich auch gesagt habe, ne? Das ist der Markt, wo ich hier einsteigen wollte. Das hat wahrscheinlich sogar gereicht. 2,8, ja, finde meine Position, aber es war einfach nicht klar. Ist trotzdem nicht optimal. Beziehungsweise hier werde ich eingestoppt. Plus minus 0, ausgestoppt. Und mir ist jetzt lieber tatsächlich, dass ich lieber in die Trend-Richtung mittrade. Wie gesagt, ich möchte den Trend nicht verlassen. Guck mal, das ist ein falscher Ansatz. Das Geld spielt keine Rolle bei dir. Das Geld ist das Allerwichtigste, warum du traden willst. Sag sowas nicht, das ist mentaler, grober Fehler. Ne? Du tradest um Geldes willen. Nicht aus Spaß, weil wenn du aus Spaß bist, dann bist du Hobbytrader, dann wirst du nie Geld verdienen. Wie ich das schon erzählt habe, ne? Das ist einfach so ein mentaler Unterschied. Der Hobbytrader verdient kein Geld. Das ist auch nicht seine Absicht, Geld an der Börse zu verdienen, sondern er ist der natürliche Verlierer an der Börse. Er spielt, er gewinnt mal, er verliert mal, er ist einfach da und er hat den Kick, den er gebraucht hat, aber nicht um damit langfristig Geld zu machen. Weil du bist, wenn du Trader tatsächlich werden willst und dann Trading als Business machen möchtest, ja, ist Geld das A und O und du willst das. Du musst es erstmal verdienen. Zweitens, wenn du es verdient hast, musst du es noch schwieriger als es zu verdienen ist, das Geld zu behalten. Na, nicht sofort im nächsten Moment alles zu verlieren, sogar noch einen größeren Verlust zu generieren. Und so wie ich es dir gesagt habe, denk nicht, was ich dir sage, ach, ich habe wieder keine Ahnung. Das Geld sehe ich nicht so richtig ein, sondern ich mache wiederum 1000 Euro im Monat, reichen mir. Es ist ein Business, was du nicht für jetzt schaffen musst, sondern wie ich es dir gesagt habe, in 1 bis 3 Jahren, vielleicht sogar länger, je nachdem wann du so weit bist. Vielleicht machst du jetzt noch eine Lehre oder Studium, ja, aber wenn du damit fertig bist, dann musst du ja so etwas haben, wo es für dich eine Zukunft hat. Weil ich denke mal, mit 1000 Euro heutzutage in Deutschland, ich weiß nicht, aus welcher Ecke du kommst, also ich weiß nur, das ist eine Miete für eine 2-Zimmer-Wohnung. Ja, es ist, davon kann man nicht leben. Ja, aber selbst wenn das dein Ziel ist, na, 1000 Euro im Monat durch 4 sind 250 Euro. Ja, in der Woche. Und das ist auf jeden Fall planbar und machbar. Weil wie gesagt, da musst du das Risiko bei dir stärker begrenzen, als ich es tue. Seit über eine halbe Stunde. Seitwärtsmarkt, ja. Weil wie gesagt, ich trade in den Trend. Und Seitwärtstrend ist nichts, womit ich Geld verdiene oder was ich mag. Also solange der Markt gerade ein bisschen ruhiger ist, trage ich mal den Trade in mein Tagebuch ein. $19,37.
jetzt aktuell wieder aus. Guck mal. Paul. Du schreibst, ja, auf keinen Fall ist es mein Ziel, aber einfach um Kapital zu schützen und nicht viel zu riskieren. Die Sache ist, ja, wenn du als Daytrader arbeitest oder als Trader, ist die einzige Tätigkeit, die du tust, das Geld zu riskieren. Ja, es geht nicht darum, dass du diese Entscheidung von dieser Entscheidung flüchten möchtest, zu entscheiden, wann du tradest oder wann nicht. Nicht zu viel riskieren, kleinere Summen. Sondern es geht darum, deine Fähigkeit und dein Selbstvertrauen so weit zu entwickeln, dass du diese Entscheidung treffen kannst. Nicht nach einem Zufallsprinzip, nicht nach Bauchentscheidung, sondern nach klaren Regeln. Ja? Darum geht es eigentlich an der Börse, dass du genau diese Fähigkeit bei dir entwickelst. Und je schneller das passiert, desto profitabler und einfach wird es für dich sein. Ja, wenn du je schneller das wirklich lernst, nicht vom Risiko zu flüchten oder von Gefahren, sondern dass du damit umgehen kannst. Ja. Und du sagst, es wird immer weniger Schmerz, je klarer Regeln du definiert hast und aufgeschrieben hast. Je mehr Pläne du hast oder einen Plan für etwas, was du tust. Was ist der Markt, wenn er das und das macht? Und du hast damit eine Lösung schon aufgeschrieben in deinem Plan. Dann wird es für dich richtig einfach, diese Entscheidung zu treffen. Aber wenn du alles nach Bauchgefühl entscheidest, entweder mal drehst du einfach nur durch und wie gesagt, es führt dann zum Totalverlust, weil du nicht weißt, warum du gewinnst und du weißt nicht, warum du verlierst. Und du weißt nicht, wie du es aufhalten kannst, wenn du verlierst. Und wie gesagt, konzentriere dich am Anfang nicht aufs Geld. Kleine Summen, große Summen, spielt erstmal keine Rolle. Du musst erstmal lernen, dein Ziel zu erreichen. Darauf zu arbeiten und dir den Weg dahin, ja, so hinzulegen. Ja, wie so ein Hütchen, das ist Ort A, ich muss zuerst nach Ort B, um bestimmte Fähigkeiten vielleicht zu lernen. Dann von B zu C. Der nächste Step, was brauche ich da? Vom C zu D. Ja. Aber das Geld, bevor du wirklich anfängst zu traden. Wie gesagt, ich würde nicht mal dran denken, solange du nicht einen Monat lang Woche für Woche profitabel gewesen bist. Ja, und das ist, wie gesagt, das ist nicht so ganz eben nebenbei geschafft oder zu schaffen. In einem Monat mit 3 Trades, klar, plus minus 0, extremes Glück. Mal gewinne ich, mal verliere ich. Aber Woche für Woche. Jeden Tag zu traden und dann am Ende des Monats, dann... Natürlich schade, dass ich hier direkt den ersten Trade zu Beginn hatte. Das ist ja meistens immer so, wenn es gut läuft, meistens direkt in den ersten 5 bis 10 Minuten. Und dann so wie in diesem Fall, das Seitwärtsbewegung. Weil es wieder ist eine Richtung, ja, das ist die gleiche Höhe. Okay, das ist eigentlich schöner, aber das war auch kein neues Tief, deswegen schwierig. Wie gesagt, wir haben zwar neue Tiefs, aber keine neuen Hochs die ganze Zeit, ne? Keine neuen Hochs. Auch hier, obwohl hier haben wir einen Unterschied, und zwar was ist eigentlich, ja, mittelfristiges Tief. Ist es dann? Weil jetzt wieder sehr möglich oder sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, wie gesagt, dass es weiter mit dem Trend aufwärts geht. Also dass er jetzt neue Hochs erreicht. Erstmal die und dann auch die. Das ist sehr wahrscheinlich. Noch, Paul, gibt es jemanden, bist du alleine, jetzt aus deiner Schule oder deiner Klasse? Und da gibt es so andere Schüler, die sich ebenfalls mit dem Trading beschäftigen.
Oh, dass da keine Bewegung aufkommt. Wird langsam langweilig. Muss man tatsächlich die Augen woanders hinhalten. Und nicht nur auf dem Monitor sich vom Markt hypnotisieren lassen. Vielleicht ist es echt gerade gleich ein zu guter Zeitpunkt. Wie viel haben wir jetzt? Halb. Oh, ist gleich schon zu Ende. Wie gesagt, ist jetzt sehr wahrscheinlich, weil wir haben jetzt ein mittelfristiges Tief geschaffen. Und das ist meistens, die Korrektur ist zu Ende. Also wenn ich das Muster hier habe. Na, das erste Hoch erreicht, hat er durchbrochen. Jetzt haben wir diese Spitze erreicht, also... Ja, ich habe einen Kollegen, mit dem tausche ich mich oft aus. Ist auch so in deinem Alter und hat er genau dieselben Probleme wie du. Als Trader jetzt, meine ich. Nicht als Teenager. Ja, da ist das dann Streams. Ey, tatsächlich. Ja, das ist, wie gesagt, also ich würde es euch tatsächlich empfehlen, bevor du mit dem Trading etwas Charts anguckst, meine Trends anguckst, irgendwelche Arbeit machst, ja, was mit dem Trading zu tun hat. Auch mit deinem Kollegen kannst du mir das auch erklären oder erzählen. Dann würde ich, wie gesagt, den ersten Schritt überlegen, was willst du damit erreichen. Das ist generell, das ist der Treibstoff für alles, was danach kommt. Weil es muss groß genug sein, dass du die Arbeit auf dich nimmst, ne? Eine extra Meile zu laufen oder eine extra Runde zu laufen. Wie gesagt, wenn du schon zur Arbeit gehst, zu Sport gehst und dann nochmal sich um eine Stunde oder 1,5 Stunden sich mit dem Markt zu beschäftigen, jetzt wahrscheinlich, wo du noch jugendlich bist oder so ein junger Erwachsener, ja, hast du noch vielleicht Zeit und du kennst es noch nicht, aber erstmal, wenn du deine Freundin hast oder eine Frau hast, Kinder hast, dann ändert sich vieles. Wie meinst du das? Im deutschsprachigen Raum habe ich auch keine Konkurrenz. Hä? Hab ich was verpasst? Der schaut auch öfters deine Streams im deutschsprachigen Raum. Ach so, du meinst die Streams im deutschsprachigen Raum auf Deutsch? Ja. Ich hoffe mal, nein. Ja. Ja, habe ich jetzt. Ja, hat ein bisschen gebraucht. Ja, um das zu verstehen, was du meinst. Ja. Wie gesagt, wäre es so einfach, und da könnte man Menschen einfach so leicht zu überzeugen. Ja, dann wie gesagt, wäre es einfach zu einfach. Aber ich kann mich ja hier fusselig reden und trotzdem versteht der Mensch nur auf seine Art und Weise, wie es funktioniert. Und das ist auch gut so. Ja. Und wie gesagt, guck mal, mir ist gerade so etwas eingefallen, was du davor erzählt hast. Wo du gesagt hast, Hauptsache, ein Tausender würde dir reichen. Das heißt, wenn du sagst, Tausender würde dir reichen, ja? Das heißt, erstens, du weißt nicht, wie du den Tausender erreichst. Und zweitens, du hast absolut kein Selbstbewusstsein, um einen Tausender zu erreichen. Ja, weil das sagt ja wenigstens, Hauptsache ein Tausender ist schon genug. Ich weiß zwar nicht, wie ich den mache, woher er kommt, aber es wäre für mich schön, es zu haben. Wie gesagt, ich wünschte mir, ja, ist okay, 2 Monate. Siehst du, ich sag ja auch schon,
Weil ich glaube, das kann man einfach aus mir nicht rausprügeln oder rausgehen, weil das ist einfach, hat sich in mein Gehirn eingebrannt, diese Schnelligkeit. Auch zum Beispiel in diesem Stream, wo ich so überlege, ja, so. Ich wünsche mir, wie gesagt, das Ziel ist es ja, dass du siehst an mir live, wie ich genau deine Frage, wo du gesagt hast, na, mit 1000 hoffentlich reicht das, und das Selbstbewusstsein, oh, hoffentlich schaffe ich das, oh, na, dass du vielleicht dir gar nicht sicher bewusst bist oder gar nicht bewusst bist, dass man das eigentlich erreichen kann. Weil jedes Ziel, was du setzt an der Börse, wenn du es auf der kleinsten Ebene geschafft hast, das heißt mit einem Kontrakt, zum Beispiel in meinem Fall, wenn du mit einem Kontrakt geschafft hast, über einen längeren Zeitraum, über längeren oder über viele Trades, mehrere hundert Trades, profitabel zu bleiben, dann hast du eigentlich schon Jackpot, dann spielt es keine Rolle, ob du nur ein Tausender willst, 5000, 10.000. Das ist alles die Sache der Skalierung am Ende. Das, worauf du dich konzentrieren musst, ist wie gesagt nur den ersten Schritt. Mit einem Kontrakt, die Strategie, den Plan, an dich selbst gesetztes Ziel oder eine Aufgabe dran zu halten und es zu erfüllen um jeden Preis. Das ist das, was du als Basis lernen musst. Wenn du es einmal geschafft hast, mit dem kleinsten möglichen Kontrakt oder mit dem kleinsten möglichen, was auch immer, die Runde, mit dem du Geld, in der Liga du spielst oder spielen möchtest, einmal den Kreis geschlossen, wie gesagt, der Rest ist Skalierung. Der Rest ist Skalierung. Oh, ich hoffe, ich finde das auf die Schnelle und da hätte ich vielleicht sogar was für dich, aber ich glaube, dafür brauche ich Microsoft Excel. Aber das habe ich gelöscht. Ich guck mal schnell. Wie heißt denn das? Wie heißt denn das? Wie heißt denn das? Wie heißt denn das? Oh Mann, jetzt fällt mir das nicht ein, die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wie heißt das? Da möchte ich... Aber das werde ich vielleicht sogar morgen ansprechen, falls ich jetzt nicht finde. Weil da kann ich dir zeigen, was ich damit meine und worum es eigentlich geht. Weil das ist eigentlich schon allein das Wissen, ja, kostenlos, nicht kostenlos, wie gesagt. Die meisten werden es sowieso nicht schätzen, weil es kostenlos ist und die anderen jetzt nicht wissen, wie man es. Okay, wo ist das jetzt? Finde ich nicht. Oh, wie heißt denn das jetzt? Wie nennt man das? Wie nennt man das? Ach, Monte Carlo Simulation, genau. Das ist nicht gut. Okay, ich muss mal kurz gucken, ob ich das bei Google Tabellen anzeigen lassen kann. Mal gucken. Ich hoffe, das funktioniert, weil das würde ich dann okay, ist noch in Arbeit. Schade, zeigt nicht so an, wie ich es mir gewünscht hätte.
okay. Muss ich dann die Tage woanders suchen? Warte, vielleicht will ich Monte Carlo. Auf jeden Fall, guck mal, ob du es findest, Monte Carlo Simulation. Ich habe jetzt, wie gesagt, gelöscht, jetzt kann ich die Datei nicht öffnen und kann doch nicht sein, dass es so schwer ist. Monte Carlo. Ja, okay. Ist doch ein bisschen schwieriger, ne? Also wie gesagt, ich muss mir dann installieren. Und das muss ich zeigen. Weil das ist auf jeden Fall so eine Sache, und zwar ein Monte Carlo Simulator. Da kannst du auch eingeben, wenn du nach 100 Trades, sage ich mal, ja, mit einem Risiko von 2% pro Position oder 1%, kannst du ja die Zahlen benutzen, wie du willst. Ja. Warte mal. Ich kann einfach mal die Zahl hier benutzen. Vielleicht kannst du einfach mal diese Zahlen benutzen. Ne? Winrate 48%. Das muss man die Differenz, ne? Wie viel 1 zu was ist das? 1,12, ja, Profitfaktor zum Beispiel. Auf 100 Trades. Ja, machst du mit einem Kontrakt. Simulierst du mal ganz kurz. Und dann machst du dasselbe nochmal mit 2 Kontrakte. Nein. Hier, das. Wir verwenden nur das hier. Edgebank 2.0. Was soll ich da verwenden oder wie soll ich es machen? Wie kann ich das Money Management mit Excel verwenden oder gebrauchen? Oh Mann. Kommt es mir nur so vor oder komme ich irgendwie so dunkel rüber? In der Webcam. Ja, ein bisschen ruhig, ne? Dass wir jetzt in einer Bewegung, wo es keine Korrektur gibt, ja, ist immer so schwierig. Weil selbst wenn ich, also haben wir hier überhaupt
Punkte geht's hier? Sie sehen so klein, die Bewegungen aus. Okay, das wäre ganz knapp. Nein, 4 Punkte Bewegung. Ja. Das glaube ich alles über immer, ja. Keine Ahnung. Kommt mir gerade so einfach nur so rüber. Weil ich sehe, wie die Sonne scheint in meine Fenster und die Kamera. Und ich sehe auf jeden Fall bei mir. Ja, das sehe voll dunkel aus. Leider, ne? Wie gesagt, wir haben jetzt Viertel vor. Schwierig. Ich finde das auch so immer ein bisschen schade, weil das wollte ich ja auch noch machen. Na, falls, wie gesagt, statt Positionsgröße, falls es diesen Monat nicht klappt, ne? Weil dafür muss ich ja echt eine sehr gute Woche hinlegen. Dass ich statt dann eine Positionsgröße erhöhen, dass ich mir einfach einen extra Trade dazu nehme. Das heißt, wenn ich einen Gewinn mache, nicht bei einem Gewinn sein lassen, sondern es riskieren, weitere Gewinne zu machen. Ja. Weil das ist so. Weil aktuell, was kann man, sehe ich ja gar nichts. Ne? Das war ein langer Seitwärtstrend. Okay, habe ich gesagt, dass er hier durchbricht. Wie gesagt, auch manchmal ist es einfach so, wenn man weiß, was der Markt tut, das finde ich bis jetzt mit meinem aktuellen Wissensstand, meinen Fähigkeiten, ja, kann ich es nicht immer in bare Münze umsetzen. Das heißt, ich weiß zwar, okay, der Trend ist hier oder beziehungsweise es wendet und geht nach oben, aber die Sache ist, man kann ja nie vorsagen, geht er sofort nach oben oder korrigiert er kurz auf dem Weg dahin und dann geht er nach oben oder beziehungsweise wo er weiß, dass die Korrektur hier schon zu Ende ist und dass es hier nicht weiter tiefer geht in diesem Bereich, sondern dass es tatsächlich hier weiter hoch geht, ne? Und das ist, wie gesagt, ein kleiner Nachteil noch am Plan oder beim Trading, ne, wo man es, selbst wenn man sicher ist, okay, es ist eigentlich soweit. Hier das mittlere Tief wurde erreicht quasi. Für mich das Timing, ne, wie gesagt, weil ich habe nur tatsächlich das Timing von 10 Ticks, das ist sehr wenig, das ist ein Punkt. Weil beim Swing Trading wäre das für mich einfacher, ne? Ich weiß, okay, hier sieht es ungefähr gut aus. Da ist mein letztes Tief, solange der Trend aktiv ist. Ne? Dementsprechend ist meine Position groß, weil das sind auch die Positionsgröße, da braucht man auch viel mehr Geld zum Traden, habe ich ja schon mal erzählt gehabt. Ja. Und beim Daytrading, wie gesagt, es geht einfach nur ratzfatz. Es geht um das Timing. Und ich denke mal, ja, heute wird es kein Trade mehr passieren, weil jetzt ist es soweit. Wir haben hier Abweichungen. Ja, hier haben wir ein neues Hoch. Hier haben wir kein neues Hoch. Neues Hoch. Das ist nicht mal ansatzweise Druck nach oben. Das heißt, entweder kann er längerfristig, seitlich und leicht nach oben gehen oder werde ich nicht erfahren. Wie gesagt, jetzt denke ich mal, wir sind kurz vorm Schluss. Die Frage nochmal, hier genau, den Daumen hoch zu abonnieren und die Glocke natürlich zu hinterlassen. Falls ihr Fragen habt, jetzt, einerseits gibt es die Möglichkeit im Live-Chat, andererseits auch natürlich in den Kommentaren zu hinterlassen. Ja, die lese ich auch durch und werde entweder zeitnah, das heißt morgen, vielleicht übermorgen, vielleicht ein paar Tage später, aber ich werde auf jeden Fall darauf eingehen. Ja. Wie gesagt, ich biete es an, solange ich das hier meinen Livestream mache.
Guck mal, ich würde es nicht sagen, einfacher oder schwieriger, ne? Die Frage will sich gar nicht stellen, sondern ich weiß, wenn du systematisch denkst und handelst, spielt es eigentlich keine Rolle, welche Methode, Daytrading, Swing Trading und wie auch immer das ist, ne? Spielt erstmal keine Rolle. Also kann man nicht sagen, einfach oder schwerer. Es geht nicht darum, ob es einfach oder schwerer ist, sondern ob du bereit bist, bestimmte Sachen zu tun. Und mit bereit bestimmte Sachen, was ich meine, ist tatsächlich einen Plan zu erstellen, dich an den Plan zu halten. Das ist Regel Nummer 1 mit Gold, Sternchen, wichtigste von Abstand, ja. Dich an den Plan halten, wenn du gewinnst, dich an den Plan halten, wenn du verlierst, dich an den Plan halten, ist scheißegal, ob die Welt geht unter, du hältst dich an den Plan. Wenn du das kannst, dann hast du schon zu 98% geschafft. Und das spielt egal, das spielt keine Rolle, ob Daytrading, Swing Trading. Wenn du das an dir selbst gestelltes Ziel erfüllen kannst, dass du sagst, okay, ich werde jeden Tag das und das tun, das und das werde ich an die Regeln halten und du hältst dich daran, dann spielt es keine Rolle, ob du Swing Trading oder Daytrading machst, du wirst überall klappen. Nein, es wird überall klappen. Aber wenn du Daytrading und Swing Trading, wenn du das nicht kannst, du nimmst dir was vor, du machst es 1, 2, 3 Tage, 4 Wochen, vielleicht 1, 2, 3 Wochen sogar und dann hörst du es auf und dann machst du nur Mischmasch und dann hältst dich nicht mehr an den Plan oder nur immer weniger, dann garantiere ich dir, wird keines der beides klappen. Ja. Deswegen leicht oder schwierig, es hängt nicht davon ab, es ist nicht Trading. Ich sag mal so, das Trading kann sich die Fähigkeit Trading zu erkennen, Muster zu erkennen, ne? Selbst ein Kind kann das. Wo du so noch mit diesen Holzfiguren gespielt hast, Sternchen in Sternchen, Kreis ins Kreis, ja. Das ist so ähnliches Trading. Du erkennst ein Muster, siehst ja, man muss ja, wenn man es verstanden hat, was man tut, die Logik an sich ist sehr einfach. Es ist sehr, sehr, sehr einfach. Na, die absolute Schwierigkeit ist unter Stress, das heißt, du musst dein Geld nehmen und es riskieren. Das verursacht einen sehr großen Stress, insbesondere wenn du verlierst. Ja, und natürlich, es kommt auch dazu, wenn du gewinnst und euphorisch wirst. Das heißt, wenn du emotional wirst, wird es schwierig, sich an den Plan zu halten. Aber wenn du es trotzdem von Grund auf lernst, mit dem Daytrading auf dem Demokonto oder im Simulator, du verlierst zweimal, der Tag ist zu Ende. Du gewinnst zweimal, der Tag ist zu Ende. Maximal 4 Trades, dass du auf jeden Fall dein Training begrenzt. Egal wie es ausgeht. Ja, aber immer mit dem Hinblick, dass du Verluste begrenzt. Ja, und trotzdem die Möglichkeit hast, noch zu traden, wenn du dich gut fühlst. Und die Begrenzung für Trades. A und O. Und halt dich dran. Im Demokonto, im Simulator, obwohl das manchmal, wenn man simuliert oder im Demokonto, oh, ich bin noch so heiß drauf, ich habe gerade ein ganzes Wochenende, ich will den ganzen Tag jetzt üben. Aber jetzt hast du mal verloren, ist vorbei. Da musst du tatsächlich weggehen. Du darfst nicht mehr traden, weil wenn du so trainierst, dir dieses, nicht dieses Training an sich, das ist, wie gesagt, das Einfachste, was es gibt, aber diese Persönlichkeit, dass du dich darauf trainierst selber, wie gesagt, an den Plan zu halten und das auszuführen, koste was wolle und unter auch hohem Stress. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, wie gesagt, sehr hoch, dass es klappt, dass du direkt profitabel wirst, ohne dass du sehr viel Geld verlieren musst. Ja, wenn es nicht klappt, wie gesagt, wirst du viel Lehrgeld bezahlen, um es herauszufinden, dass es klappen muss. Und an diesem Weg, das ist auch der Grund, warum es keine Abkürzung an der Börse gibt. Ja, aber wie gesagt, Swing, Daytrading, schieß mich tot, ist alles dasselbe. Natürlich, weil wie gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Swing und Daytrading, und zwar in der Hinsicht, dass ich beim Daytrading mich häufiger dem auseinandersetzen muss mit dem Markt. Ja, also den Stresspegel immer häufiger halten muss. Aber wenn ich es von Anfang an richtig mache, das heißt nach einem Plan, nach meinen Regeln halten und so weiter, dann bin ich schneller bereit zu traden, die Fehler zu erkennen und wo ich mich entwickeln muss. Deswegen systematisch. Deswegen habe ich auch das Trade-Trading als Business gewählt, nicht Swing Trading. Weil beim Swing Trading, wenn du im Jahr 50 Trades gemacht hast, ist es gut. Aber du hast vielleicht Geld gewonnen, vielleicht Geld verloren, aber du hast sehr wenig gelernt, oder weil die Zeit einfach zu wenig ist.
Wann du dich dem Druck auseinander, na, wann du deine Komfortzone verlassen kannst. Ja, beim Daytrading ist es einfach systematisch. Du weißt, das ist mein Jahresziel, Monatsziel, Wochenziel. Um das Wochenziel zu erreichen, muss es realistisch sein, dass ich 3 Tage gewinne und 2 Tage verliere. In der Woche muss trotzdem das Ziel erreichbar sein. Das heißt, wir sind nicht perfekt. Keiner von uns ist perfekt. Die Fehler werden kommen, egal wie lange du tradest. Ja, die werden kommen, die wirst du machen, das ist Fakt. Aber trotzdem, die grundlegendsten Sachen ist, dein Konto muss immer schützen. Wenn du ausdeckst und verlierst, alles klar, mach aus, geh raus. Wenn das sich eine Woche fortsetzt, alles klar, mach eine Woche Pause. Weil das musst du auch klar machen, damit du dich runterkommst. Weil im Gehirn ist es dauert ein bisschen. Beim ersten Drawdown, je nachdem wie viel Geld du verloren hast und welchen Bezug zu der Summe des Geldes hattest, ja, kann es auch mal sein, dass es länger dauert als eine Woche oder einen Tag, den du dir frei nehmen musst. Aber das soll am besten nicht passieren, ne? Aber das ist die Sache, wie ich es dir am Anfang gesagt habe. Na, plan, was du erreichen willst. Und plan es systematisch, ne? Wie gesagt, wenn du Abkürzung hast, gibt es mal eine Ausbildung. Ja, aber die kostet Geld. So, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, die es noch nicht geliked haben, bitte liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Wir sehen uns morgen um 15:20 Uhr, ja, bis 17 Uhr. Wir haben heute einen guten Tag, einen Gewinn eingefahren. Macht's gut, bis dann, bye bye. Hoppala, falscher Knopf.